Oud 31 von Kai Porten. Ja, ich möchte euch heute Oud 31 von Kai Porten vorstellen. Und zwar Real Talk über diesen Flakon, über diesen Inhalt und so weiter und so fort. Yes, mein Name ist Dennis immer noch. Wer mich nicht kennt, wo ich nicht von ausgehe, ich bin immer noch aus Hamburg, aktuell allerdings nicht. Wir sind in unsere Wohnung auf Sylt gefahren, wir machen ein bisschen Urlaub und ich habe immer trotzdem viel zu tun, komme nicht mal zum Kopf rasieren und so weiter. Und jetzt möchte ich euch Oud 31 vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog, der unerreichte, doch wieder erkannte Fragrance Dog. Yes, yo. Ja, Oud 31. Da wurde ich gelöchert, kann ich dir mal vorstellen. Jetzt mache ich das. Es geht eben nicht alles sofort und so weiter und so fort. Ja, das ist Kai Porten. Ihr kennt Kai Porten, ist auch ein Parfüm-YouTuber, also wer das noch nicht weiß. Und das ist sein erster Duft. Ja, viele würden jetzt sagen, ja, der Flakon sieht aus wie ein Roger Parfüm-Flakon oder wie ein MFK Parfüm beziehungsweise Flakon. Also MFK finde ich jetzt nicht unbedingt wirklich so, weil der schaut noch ein bisschen anders aus. Roger kann ich vielleicht ein bisschen unterschreiben, aber das ist hier 50 ml, könnte übrigens in meinen Augen auch ein 30 ml Flakon sein, aber es ist ein 50 ml und die 50 ml Flakons von Roger Parfüm schauen mal ganz anders aus und die 100 ml Flakons von Roger haben Ähnlichkeiten zu diesen Flakons, aber die sind dann definitiv größer, weil wie gesagt, das könnte auch 30 ml sein, aber es sind 50, ja. Und ja, der Deckel ist gut, das ist kein Plastik etc. pp. Mit hier Kai Porten eingraviert und vorne auch das Schild ist wirklich gut gemacht und auch kein Plünn, wie ich immer so schön sage. Ja, der Flakon, aber wie gesagt, das ist Ansichtssache, das ist Geschmackssache, er ist stabil, er ist gut und ja, zum Sprüher, er ist gut. Das ist nicht sehr gut, ich finde ihn aber gut. Also schon mehr also geht Richtung sehr gut. Am Anfang hatte ich Probleme beim Sprühen, hat lange gedauert, bis was rausgekommen ist, aber dann hat das wirklich wunderbar funktioniert. So, und hier ist der Duft in seiner kompletten Vielfalt im Raum. So, und da kommen wir jetzt zum Duft. Ja, der Duft ist ein animalischer, leicht süßlicher, würziger, rosenartiger Oud-Duft. Ja, so können wir ihn betiteln. Ich habe gelesen, dass er nach Käse, Kuhstall, Scheiße, was auch immer riecht. Ich gehe gleich mal vorweg. Es ist ein Parfüm-YouTuber und natürlich, die meisten mögen uns auf gewissen Seiten nicht unbedingt und deswegen wird er natürlich gleich in Deutschland vor allen Dingen schlecht bewertet, weil Neid und Missgunst sind auch wie überall, was ich auch, da kommen wir ein andermal zu. Ich predige das ja so oft und ich habe das letztens erst gemerkt, wenn man mal ein Fun-Video rausbringt, ein Short-Video. Und es ist aber amüsant und es interessiert mich die Bohne, es geht mir so am Arsch vorbei, muss ich ehrlich gesagt gestehen, sorry. Und ja, aber ich will nicht abschweifen, es geht ja nicht um mich, sondern um den Duft. Und auch hier, er ist nicht gut angekommen. Aber ich möchte ja euch meine Meinung mitteilen und das mache ich ungeschnitten, ungefiltert wie bei allen anderen Düften. Und ihr wisst ja, die meisten sagen jetzt zu mir, dass es so fast 98% immer funktioniert. Und ich bin eben so, genauso, ich habe hier wirklich, ihr glaubt nicht, wie viele Leute ich hier getroffen habe und die ein Foto haben wollten und so weiter. Aber ich finde das Feedback, vielen Dank nochmal, wirklich positiv, die einfach gesagt haben, dass ich so bin, wie ich bin. So, und deswegen mache ich das auch bei Düften. Und ich sage euch, ich finde diesen Duft wirklich saugeil. Punkt. Punkt. Ausrufezeichen. Saugeil. Vielleicht gehe ich schon so weit, dass ich sage, das ist ein Meisterwerk. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Meisterwerk. Ich sage euch auch warum. Den Duft hat natürlich Carbonell kreiert. Das ist der Parfümier von Xerjoff, der Hauptparfümier. Und ich liebe ja, also Xerjoff ist immer noch meine Brand. Ich habe, glaube ich, 43 oder 45 Düfte. Und deswegen merke ich sofort die Handschrift auch in diesen Parfüm und feiere das. Warum? Kommen wir gleich zu.
Weil das wird hier aus. Ich will, wenn ihr wolltet das, und ich sage euch jetzt, wie der Duft, ich gehe jetzt in allen Details und so weiter. Und weil ich diese Handschrift von Carbonell so gut finde, das ist so, also das ist wirklich so Made in Germany, obwohl Made in Germany Carbonell ist Spanier, ne, also ne, Spanisch, Deutsch, das ist wirklich genial und ich liebe fast jeden Surf-Duft. Ich kann nicht sagen, das ist Mist, kann ich nicht. Und deswegen, ja, ich habe es mir fast gedacht, dass er hat ja auch zum Beispiel Marc Gebauer gemacht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er auch Marc Gebauers Düfte gemacht. Und ich feiere Marc Gebauers Düfte, weil Haltbarkeit, Ausstrahlung, Power und mir gefallen sie einfach. So. Und auch hier habe ich gedacht, na, was soll dabei rauskommen? Soll da jetzt ein schlechter Duft bei rauskommen? Nein. So. Alle, die da was gegen sagen, es ist Quatsch. Wenn da jetzt Search-Off draufstehen würde oder Roger Parfüms, würde auch keiner krähen und irgendwie rummeckern. So. Wir kommen aber mal zu den, was man am meisten hört, dass der Duft nach Kuhstall riecht. Oder Käse. Käsefüße, whatever. Also das mit den Käse nehmen wir gleich mal ganz weit weg. Ich kenne übrigens nicht einen Duft, der nach Käse riecht und Käsefüße. Nee. Kuhstall ja. Da kommen wir nämlich so, das ist Fragrance de Bois. Schaut übrigens auch ähnlich aus. So den Flakon. Fragrance de Bois hat, ich glaube, wie heißt der? Noah Intense, keine Ahnung. Den Amber. Ich will nichts Falsches sagen, wie der heißt. Ich habe den auch zu Hause, habe den jetzt nicht mitgenommen. Der riecht wirklich nach Kuhstall. Selbst für einen eingesessenen Oud-Fan wie mich und wahrscheinlich auch für andere. Weil normalerweise, jetzt kommen wir dazu, wenn du das erste Mal Oud oder einen Oud-Duft unter der Nase hast, dann ist es Fakt, dass er immer nach Kuhstall meistens riecht. Oder extrem stark, weil ihr kennt das nicht. Ihr kennt das nicht. Dann aber irgendwann, das hatte ich, da habe ich Düfte, die auf einmal nicht mehr nach Kuhstall gerochen, weil ich Oud mag, ich liebe Oud. Und da, du riechst das nachher nicht mehr, du riechst das einfach nachher nicht mehr. Und außer wie gesagt bei dem Fragrance de Bois, und es gibt ein, zwei, aber da ist dann extremes, starkes Oud drin. Ich weiß nicht, ob das denn synthetisch ist. Hier soll echtes Oud drin sein und deswegen, da kommen wir später zu, den Preis, Leistung und so. Dann kann es sein, dass ein Duft nach Kuhstall riecht. Ich habe das hier bei diesem Duft allerdings nicht. Ich rieche wirklich Bein auf oder hier jetzt Oud Rose. So, Oud Rose. Es ist noch Amber, Moschus, Rose logischerweise drin, Kardamom ist drin, Iriswurzel. Das macht es ja so interessant. Iriswurzel, ich bin Iris-Fan auch. Ich mache Iris-Stifte. Es ist nicht, ihr könnt das nicht vergleichen, diesen Duft, muss ich den jetzt immer hier zeigen, ihr könnt den Duft jetzt nicht vergleichen mit Montal. So, der ist besser als Montal, muss ich sagen. Weil Montal, sorry, ist eben oft synthetisch und typisch Oud Rose. Dieses Haarspray-Note, die Haarspray-Note, die habt ihr hier natürlich nicht und so weiter. So, und die Iris macht so, hier ist eine DNA drin, die habe ich so noch nicht gerochen. Und das macht es interessant, weil dieser Duft eine eigene DNA hat. Und das finde ich, ist natürlich für Kai wunderbar, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und das macht ihn einzigartig. Rose Oud kennt man, die Süße auch, aber es ist einfach anders. Es ist in meinen Augen anders. Kardamom, ja, hast du auch so ein bisschen Background, die Gewürze auch. Was für Gewürze, weiß ich jetzt auch so nicht. Einfach so ein bisschen Würzigkeit habt ihr, ihr merkt das. Aber grundsätzlich ist es Oud, Rose und ja, so eine Iriswurzel, die rieche ich jedenfalls. Diese Cremigkeit, leichte Pudrigkeit im Background. Ja, das zu diesem Duft. Ich kann wirklich nichts anderes dazu sagen. So, jetzt kommen wir zu Haltbarkeit und Sillage. Haltbarkeit ist 16 Stunden. Bombastisch gut. Also ich habe diesen Duft das erste Mal am Vatertag bei jemandem gerochen. Und ich habe an den Tag, wir haben den Tag sehr viel Düfte getestet und gerochen. Und ich habe eigentlich immer nur den in der Nase gehabt. Die DNA von, dieses typische Rose Oud, aber dann irgendwie was, ne? Und ja, ich hatte ihn in der Nase. Das heißt, die Haltbarkeit ist extrem. 15, 16 Stunden und Sillage ist da. Du stehst im Raum. Wenn du kommst, hier bin ich. Ihr wisst sofort, hier bin ich. So, oder die Leute wissen, dass ihr im Raum seid oder da seid. Wahrscheinlich bevor die euch sehen,
riechen sie euch. Und das finde ich persönlich ja wieder nice. Ne? Und da liegt die Betonung auf nice, wie der Doc immer so schön sagt. Weil so sollen Düfte sein. Nicht alle Düfte, verwechselt das nicht. Sommerdüfte müssen nicht brachial unbedingt immer sein. Es soll ja auch nicht immer nerven. Ihr könnt ja auch nicht, kommt auf an, Vorstellungsgespräch. Das ist kein Duft unbedingt zum Vorstellungsgespräch, obwohl wir gleich zu Komplimenten kommen. Vorstellungsgespräch, es könnte ja ein bisschen zu stark sein, weil ihr braucht wirklich 1, 2 Sprüher nur, weil die Hypercarzylage, muss ich nicht weiter zu sagen, ist bombastisch gut. So, Einsatz oder beziehungsweise wo könnt ihr diesen Duft benutzen? Also definitiv draußen zum Essen gehen, elegante, wenn ihr Abendgarderobe anhabt und so weiter, ist dieser Duft wirklich perfekt. Zum Date, das muss ich, wir beziehen das gleich mit ein, mit Komplimente. Also diesen Duft findet keiner schlecht. Und das ist jetzt kein Diss, aber Kai Porten, ich habe diesen Duft öfters jetzt Leuten gezeigt. Kai Porten, das ist wie gesagt kein Diss, aber kennen ja nun nicht, die Leute kennen ja noch nicht mal Search, deswegen kennt man Kai Porten ja nicht so. Deswegen war das ganz gut, also, ne, und die Leute fanden ihn alle gut, den Duft. So, keiner, der gesagt hat, nö. Und keiner, der gesagt hat, der riecht nach Käse, Scheiße oder Kuhstall. So, also, ich finde das immer ein bisschen schade, aber das hatte ich am Anfang schon gesagt, deswegen möchte ich das nicht wieder erwähnen, dass bei YouTubern oder Leuten, wenn die irgendwelche in Deutschland was rausbringen, die im Internet irgendwie Erfolg haben, dann wird das gleich tot geredet, schlecht gemacht und so weiter. Ja, lassen wir es einfach so stehen. Das ist eben so hier. Aber der kommt wirklich überall gut an. So, und dann habe ich eigentlich nur ein Fazit. Es ist für mich ein sehr, sehr guter Oud-Duft. Ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Habe ich auch nichts von. Das macht keinen Sinn, weil ich ihn gut finde. Zum Preis-Leistungsverhältnis, also das Fazit Preis-Leistungsverhalten ist, es ist ein teurer Duft. Ja. Das muss jetzt jeder selber wissen. Ich glaube 380 Euro, 370 Euro für 50 ml. Es ist aber echtes Oud drin. So, wo echtes Oud drin ist, Argento ist ein bestes Beispiel. Der normale Argento kostet, glaube ich, 250. Keine Ahnung jetzt, ich habe die Preise auch alle nicht im Kopf. Purple Argento, echtes Oud drin, 700. 100 ml. Ne? Das sind 50 ml, 370. Stolzer Preis. Vielleicht hätte man das, ne, Real Talk, wie gesagt, alles Real Talk, hätte man das ein bisschen günstiger machen können, weil Flakonherstellung, Deckelherstellung, Sprüherherstellung, Parfümherstellung wissen wir ungefähr inzwischen. Es wurde ja oft, ne, es wurde ja erwähnt im Internet hier bei YouTube, wissen wir, was das kostet. So, aber dann kommt drauf, ne, immer drauf an, wie viel Sachen ihr noch drin habt und Oud, echtes Oud, synthetisches Oud etc. pp, Iris und alles was drin ist. Okay, dann möchte der natürlich, denen das gehört, auch noch ein bisschen Gewinn machen. Möchte jeder. Ich sehe das vielleicht noch ein bisschen, wenn der erste Duft da ist, muss man nicht unbedingt Gewinn machen, sondern Hauptsache, ich bringe mein eigenes Produkt auf den Markt. So, aber das ist Ansichtssache. Das ist, ne? So, aber es ist ein Duft, der zwar teuer ist, das muss jeder selber entscheiden, ob das richtig ist, aber für 50 Euro, ich glaube, ich hatte das auch mal gelesen, 50, das ist doch Quatsch, Leute, Mann. Ne, ein Rammstein-Duft, den ich hier stehen habe, der kostet inzwischen auch 50 Euro schon. So, und das ist andere Qualität. So, das ist wirklich andere Qualität. Da kann ich noch so ein Rammstein-Fan sein. Es ist einfach andere Qualität. So, und hier habt ihr das hier ist nicht synthetisch. Ich rieche kein Kuhstall, aber ich habe ja euch ja erklärt, woran das liegt und so weiter und so fort. Wenn ihr neu seid in Oud, dann kann das sein. Aber ehrlich gesagt, du kannst an diesem Duft nichts schlecht machen. Wirklich nichts schlecht reden. Und vielleicht kann man sagen, okay, warum sieht der Flakon so aus oder ähnlich aus wie die anderen? Hat man da keine andere Idee gehabt? Das könnte man sagen. Okay, das lasse ich so stehen. Also wenn das einer drüber meckert, aber über den Duft kann man eigentlich nicht wirklich meckern. Es sei denn, man mag überhaupt kein Oud. So, aber dann muss man über jeden Oud-Duft meckern. Und das passiert ja eben meistens nicht unbedingt. So, also wie gesagt, Fazit ist, es ist ein sehr, sehr guter Duft. Ich habe ja schon gesagt, in meinen Augen, ich würde schon fast Meisterwerk sagen, weil das geht auch nicht um Kai. Es geht darum, das ist ein Oud-Dosenduft. Ich mag so eine Düfte. Carbonell hat ich merke die Handschrift sofort, ne, in meiner Nase. Ich finde ich habe jetzt nicht erwartet, dass da, wie gesagt, ein schlechter Duft kommt. Wo ich wusste, der Duft wird von Carbonell gemacht, wusste ich sofort, okay, Punkt. Ich weiß, was da kommt. Dass er natürlich wirklich so ein Ding dahin bringt, ist schon nice. Und da liegt die Betonung auf nice, wie ich sage.
Ja, und das ist das Fazit. So. Und nochmal kurz anderweitig V-Talk, bevor einer Luft holt. Ne? Bevor einer Luft holt und jemand mir erzählen will, was richtig oder falsch jetzt ist. Oder was auch immer wer sagt. Ich stehe seit 4, 5 Jahren hier vor der Kamera, hier bei YouTube. Ne, Instagram bin ich vorangefangen. Ich stehe hier immer für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Punkt. Eigentlich muss ich da gar nichts zu sagen. Ich habe diesen Duft von Kai geschickt bekommen. Vielen Dank erstmal an Kai. Grüße gehen raus. So. Und dann muss ich ihn, was heißt muss? Ich muss gar nicht. Wenn ich muss ich auf Klo. Aber für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dann diesen Duft vorzustellen. Muss ja nicht sofort sein, ne? Wissen wir. Aber es ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich arbeite in Hobby wie beruflich. Ne? Es sind ja inzwischen 2 Selbstständigkeiten. Inzwischen ist das hier auch ja nicht nur noch Hobby. Und meine große oder unsere große Selbstständigkeit arbeite ich zu 100%. Immer, überall. Ich mache das grundsätzlich überall. Ich mache keine Ausnahmen. Ob jetzt, wie gesagt, es ist ja kein Hobby mehr wirklich, aber ob in Hobby oder im Beruf, gibt es für mich keine Ausnahme. So, und ich bin aufrichtig, ich sage, wie es ist, ich halte mich an Termine, ich halte mich an alles, wie es sich, in meinen Augen, wie sich das gehört. So, ich habe Anstand und Integrität ist für mich in meinen Augen wichtig, ganz wichtig. Hier geht es um ein Parfüm, um ein Handwerk, um ein feines Handwerk sogar. Nicht mehr und auf keinen Fall weniger. Ist so. Also Leute, Oud 31, testet das. Ich glaube, es gibt jetzt kleine Abfüllungen inzwischen, weiß ich nicht. Glaube ich, hatte ich gehört. Besorgt euch den, probiert den einfach mal und geht einfach mal daran. Das ist ein Oud-Rosen, animalischer Oud-Rosen, cremiger Duft, würziger Duft und nicht mit anderen Sachen, so weiter und so fort. So, es geht nur um den Duft. Um nichts anderes. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Vamos a la party.